Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zum heutigen Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. Mein Name ist Christian Leinweber und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ende der Ferienzeit, Schulanfang und eine stetige Zunahme der Liquiditätsströme an den Börsen. Man merkt also, die Kapitalmarktakteure sind wieder zurück am Börsenparkett und dies wiederum für viele von uns ein Back to Normal bedeutet. Ja, und so ganz nebenbei geht es auch schön langsam in die Performance-Zielgerade des heurigen Jahres. Ein Drittel, also 4 Monate, liegen noch vor uns. Und die relevante Frage, die sich da aufdrängt, ist, ob wir heuer am Jahresende das abgelaufene Börsenjahr mit einem Glas Champagner oder doch vielleicht mit einer Tasse magenschonenden Tee abfeiern werden. Nun, ohne es verschreien zu wollen, sieht es bis dato eher nach einem kalten, perlenden Erfrischungsgetränk aus. So haben uns, wie wir im eingeblendeten Schaubild erkennen können, die Aktienmärkte bis Ende August schon mal eine ertragreiche Performance abgeliefert. Die in Euro-Währung erbrachten Erträge sind bis auf den negativen Return am chinesischen Aktienmarkt allesamt positiv. In Führung liegt hier neben dem Euro-Aktienmarkt mit plus 16% der deutsche Börsenbarometer mit einem Plus von 14,5%. Recht interessant eigentlich, wenn man bedenkt, dass vor allem die deutsche Wirtschaft bereits in einer technischen Rezession steckt. Die günstige Bewertung versus amerikanischer Titel, das in den Griff bekommen von starken Energieabhängigkeiten Russlands, die zurzeit prall gefüllten Gas- und Öllager, aber auch die bis dato nicht so schlechten Unternehmensgewinnergebnisse, rückläufige Inflationszahlen sowie die Hoffnung auf ein baldiges Erreichen des Zinshochs gelten hier wohl als treibende Performancekraft. Doch wie wir wissen, gibt es überall dort, wo Licht ist, auch Schatten. Und der könnte uns, wenn man den historischen Aufzeichnungen für den amerikanischen Aktienmarkt Glauben schenken darf, im September unter Umständen bevorstehen. Wie in der Grafik ersichtlich, ist nach dem für US-Aktien enttäuschenden August mit einem Rückgang von knapp 2% auch der jetzt gerade durchlaufende Monat September als vulnerabel zu bezeichnen. So ist in 55% der Kalenderjahre seit 1928 der US-Markt im September gefallen. Sollten wir dann den Oktober, ein Monat, der für einige historische Marktabstürze bekannt ist, und den November überstehen, dann können wir uns immerhin auf den Dezember freuen, denn dieser Monat gilt in dieser historischen Betrachtung zum optimistischsten Monat, in dem fast 70% der Fälle positive Returns erzielt werden konnten. Neben den bis dato erfreulichen Aktienmarktreturns kam es von Jahresanfang bis Ende August 2023 auch zu durchaus herzeigbaren Returns an den Anleihemärkten. Und das, man glaubt es kaum, bei steigenden Renditen. Wie geht das? Nun, die aktuell hohe laufende Rendite und vor allem der Carry machen es möglich. Dies sieht man nur allzu gut in dem eingeblendeten Schaubild. Den Carry, den wir hier beschreiben, der setzt sich in den sogenannten Spread-Produkten am deutlichsten durch, sprich bei Anleihen in Lokalwährungen bzw. der Peripherie, wie zum Beispiel italienische Staatsanleihen, sowie bei Unternehmensanleihen, die je nach ihrer Bonitätsklasse eine Überrendite versus einer reinen Staatsanleihe ausweisen. So kam es bei dieser von mir soeben beschriebenen Assetklasse zu Returns von bis zu 6% bis Ende August. Die Erträge von Staatsanleihen aus Deutschland, Großbritannien oder den Vereinigten Staaten waren hingegen bescheidener. Zwischen plus 1,5% und sogar minus 1% waren das Ergebnis starker Zinsanhebungen, welche vor allem das kurze Ende der Zinskurve massiv beeinträchtigt haben, sowie im Fall der US-Dollar-Anleihen auch aufgrund seiner Bewertung belastender Wechselkurs. Sollte der Leitzinshöhepunkt also nun wirklich erreicht worden sein, dann kann das für die Zukunft wohl die Preise bei den Anleihen durchaus Flügel verleihen. Wir warten also gespannt auf den 14. und den 20. September, denn da gibt es die nächsten Zentralbanksitzungen der EZB und der Federal Reserve. Das war es auch schon wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit, viel Erfolg an den Kapitalmärkten und bis zum nächsten Mal. Servus aus Wien.